Hey Leute, willkommen zurück zu Scribbler TV. Unser heutiges Thema ist das Bremssystem in eurem Auto. Heute werde ich euch das Bremssystem eures Autos erklären. Wofür brauchen wir eigentlich die Bremse? Die brauchen wir natürlich dafür, dass das Auto anhält oder dass es sich verlangsamt, wenn wir das wollen. Nun zunächst einmal, wir üben Druck auf das Bremspedal aus. Dadurch wird dieser Druck weiter an die Bremse geleitet und das Auto kommt zum Stehen oder es verlangsamt sich. Doch wie funktioniert eigentlich dieser Vorgang im Detail? Also zunächst einmal üben wir Druck auf die Bremse aus. Dieser Druck wird weitergeleitet und verstärkt durch den Bremskraftverstärker. Dieser Druck geht dann weiter in den Bremszylinder. Dort wird die Bremsflüssigkeit weitergeleitet über das ABS in die einzelnen Reifen und somit kommt das Auto zum Stehen. Wie das jetzt genau funktioniert, zeige ich euch lieber an einem kleinen Schaubild. Kommt mit! So, hier seht ihr nun eine vereinfachte Darstellung eures Bremssystems. Hier seht ihr die einzelnen Komponenten. Zunächst einmal haben wir das Bremspedal, dann hier den Bremskraftverstärker, den Bremszylinder, das ABS-System und die eigentliche Bremse an eurem Rad. So, aber wie funktioniert das jetzt eigentlich im Detail? Das schauen wir uns mal an. So, zunächst einmal haben wir hier das Bremspedal, was ihr drückt. So, und im nächsten Schritt ist dann die Kraft, die ihr aufwendet, wird noch unterstützt durch den Bremskraftverstärker. Und das passiert durch einen Unterdruck, der hier in diesem Bereich ist. Und dieser Unterdruck, der füllt sich mit Luft und dementsprechend unterstützt er euch, wenn ihr das Bremspedal drückt. So, dieser nun aufgewendete Druck und diese Kraft, die wird weitergeleitet. Hier befindet sich der Bremszylinder. Dieser ist gefüllt mit Bremsflüssigkeit. Und durch den Druck, den ihr aufwendet, hier bewegt ihr die Bremsflüssigkeit in diesem System. Diese Bremsflüssigkeit wird dann hier weitergeleitet. Dann haben wir einmal das ABS zwischengeschaltet. Das reguliert, wie viel Druck auf die einzelnen Räder abgegeben wird. Und im Anschluss kommt dieser Druck auf die einzelnen Räder. Und dort haben wir hier Kolben, die sich auf die Bremsbeläge legen und somit das Auto verlangsamen und stoppen. So, nun habt ihr vereinfacht dargestellt gesehen, wie das Bremssystem funktioniert. Wenn ihr eine detaillierte Erklärung und Beschreibung möchtet, dann schreibt es bitte in die Kommentare und wir machen dazu ein eigenes Video. Ich möchte aber noch eine Sache zu diesem Bremssystem erzählen und das ist das ABS. Das ABS ist eine sehr wichtige Erfindung und es hat das Autofahren auf jeden Fall sicherer gemacht. Aber warum? Das ABS, wie gerade eben gezeigt, kontrolliert, wie viel Druck auf die einzelnen Räder abgegeben werden, wenn ihr bremst. Wenn ihr zum Beispiel auf der Landstraße fahrt, es regnet oder es schneit, die Fahrbahn ist nass oder sogar vereist und plötzlich müsst ihr bremsen. Wenn die Reifen blockieren, dann habt ihr überhaupt keine Kontrolle mehr über euer Fahrzeug und ihr vielleicht, worst case, ihr landet im nächsten Baum. So. Und genau da setzt das ABS an. Das ABS kontrolliert, wie viel Druck auf die einzelnen Bremsen abgegeben werden und dadurch ermöglicht es euch, dass ihr noch Kontrolle über euer Fahrzeug habt. Das heißt, bei Gefahrensituationen tretet ihr in die Bremse, aber ihr seid trotzdem noch in der Lage zu lenken und euer Fahrzeug aus der Gefahrensituation zu entfernen. Wenn ihr noch detailliertere Informationen über das ABS haben wollt, dann schreibt das auch bitte in unsere Kommentare und wir machen noch ein eigenes Video dazu, weil das ist wirklich ein Thema, was jeden Autofahrer betrifft. Vielleicht ist es euch schon mal passiert, dass euch aufgefallen ist, okay, eure Bremse macht irgendwie komische Geräusche. Eine Ursache könnte sein, dass ihr auf einer staubigen Straße gefahren seid. Und dieser Staub, der sammelt sich in eurer Bremse. Und dadurch, wenn ihr dann bremst, dann wird dieser Staub zwischen Bremsbeläge und Kolben gedrückt und dadurch entsteht ein gewisses Geräusch. Das heißt, achtet bitte darauf, dass eure Bremsen sauber sind. Ein weiterer Aspekt der Bremse betrifft die Fahrt bergab. Vielleicht kennen das einige schon. Wenn ihr bergab fahrt, dann seid ihr die ganze Zeit mit eurem Fuß auf der Bremse. Das ist natürlich richtig, weil ihr zu jeder Zeit auch wirklich bremsen müsst. Aber dies beansprucht eure Bremsbeläge extrem. Daher solltet ihr auch den Motor mit bremsen lassen. Das heißt, dass ihr einen Gang runterschaltet und die Motorbremse euch helfen lasst. Ein anderes Geräusch, wo ihr sehr aufmerksam sein sollt, ist Quietschen. Wenn die Reifen, wenn die Bremsen quietschen, dann liegt es in der Regel daran, dass eure Bremsbeläge nicht mehr wirklich vorhanden sind und dementsprechend Metall auf Metall drückt. Dadurch entsteht ein Quietschen. Das heißt, in diesem Fall solltet ihr sofort zu einem Autoservice gehen und eure Bremsbeläge wechseln lassen. Bei dem Wechseln eurer Bremsbeläge solltet ihr auch
unbedingt darauf achten, ja, dass Qualitätsprodukte verwendet werden. Dies ist lebenswichtig. Bitte achtet darauf, ansonsten riskiert ihr euer Leben auf der Straße. Generell kann man sagen, dass das Leben einer Bremse ca. 20.000 Kilometer sind. Dabei müsst ihr aber natürlich darauf achten, in was für einer Umgebung ihr Auto fahrt. Das heißt, wenn ihr in den Bergen oder im hügeligen Gebiet sehr viel unterwegs seid und die Bremse ständig benutzen müsst, ja, dann solltet ihr eher alle 10.000 Kilometer daran denken, eure Bremsbeläge zu wechseln. Und wartet auch bitte nicht, bis sie komplett weg sind. Lieber vorher es kontrollieren lassen und wechseln, da ihr ansonsten auch euer Auto wirklich beschädigen könnt. Ein anderes wichtiges und häufig vernachlässigtes Thema betrifft die Bremsflüssigkeit, die einmal im Jahr oder mindestens alle 2 Jahre ausgetauscht werden sollte. Denn es kann sein, dass sich im Laufe der Zeit Wasser oder Luft im Bereich der Bremsflüssigkeit befindet. Und diese Verbindung ist nicht sehr positiv, denn eure Bremse funktioniert nicht mehr richtig. Ihr werdet es merken, wenn ihr bremst und ihr plötzlich die Bremse komplett durchtretet, aber keine volle Bremsleistung, Kraft mehr habt. In diesem Moment ist es absolut notwendig, sofort die Bremsflüssigkeit überprüfen zu lassen und gegebenenfalls zu wechseln. So, nun sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Anmerkungen habt, Kommentare, bitte schreibt sie in die Kommentarleiste. Und wir können zu jedem eurer Kommentare natürlich auch gegebenenfalls ein neues Video machen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ja, und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.